Das magische Baumhaus von Mary Pope Osborne. Folge 5 im Land der Samurai. Gelesen von Boris Kellersmann. Wie alles anfing. Eines schönen Sonntags tauchte im Wald von Pepper Hill im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania ein Baumhaus auf. Der 8-jährige Philipp und seine 7-jährige Schwester Anne kletterten hoch und entdeckten, dass das Baumhaus voller Bücher war. Die Geschwister fanden außerdem heraus, dass es verzaubert war, denn mit diesem Baumhaus konnten sie zu all den Orten reisen, die sie in den Büchern sahen. Alles, was sie dazu tun mussten, war, auf eines der Bilder zu deuten und sich dorthin zu wünschen. Philipp und Anne reisten mit dem Baumhaus in die Urzeit, zu den Dinosauriern, zu den Rittern, ins alte Ägypten und auf ein Piratenschiff. Nach und nach fanden sie heraus, dass das Haus der Fee Morgan gehörte. Morgan ist eine zauberkundige Bibliothekarin, die aus der Zeit des König Artus kommt. Sie reist durch Zeit und Raum und sammelt Bücher. Philipp und Anne sind dabei, in ein neues Abenteuer zu stolpern. In das Land der Samurai. Wieder im Wald. »Lass uns noch mal nachschauen«, drängte Anne. Philipp und Anne waren auf dem Heimweg von der Bücherei. Ihr Weg führte am Waldrand entlang. Philipp seufzte. »Wir haben doch heute Morgen schon nachgeschaut und gestern und vorgestern.« »Du musst ja nicht mitkommen«, sagte Anne. »Dann gehe ich eben alleine.« Sie lief in den Wald. »Anne, warte«, rief Philipp. »Es ist schon fast dunkel, wir müssen heim.« Aber Anne war schon zwischen den Bäumen verschwunden. Philipp starrte in den Wald. Er hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Wahrscheinlich würde sie morgen nie wiedersehen. Wochen waren vergangen und es gab kein Zeichen von der Fee Morgan. Auch nicht von ihrem verzauberten Baumhaus. »Philipp«, schrie Anne aus dem Wald. »Es ist wieder da!« »Ach, sie denkt sich das bestimmt nur wieder aus«, dachte Philipp. Trotzdem schlug sein Herz auf einmal schneller. »Beeil dich«, rief Anne. »Wehe, wenn sie mich auf den Arm genommen hat«, dachte Philipp. Er lief in den Wald, um Anne zu suchen. Die Schatten wurden immer länger, die Grillen zirpten laut, und man konnte nicht mehr besonders gut sehen. »Anne«, rief Philipp. »Hier«, rief sie zurück. Philipp ging weiter. »Wo hier?«, wollte er wissen. »Hier, hier.« Annes Stimme kam von oben. Philipp sah hinauf. »Oh Mann«, flüstert er. Anne winkte ihm vom Fenster des Baumhauses aus zu. Es war in der höchsten Eiche des Waldes und eine Strickleiter baumelte zu ihm hinunter. Das verzauberte Baumhaus war wieder da. »Komm schon hoch«, rief Anne. Philipp rannte zur Strickleiter und kletterte nach oben. Er kletterte und kletterte und kletterte. Beim Klettern sah er sich um. Über den Baumwipfeln war der Himmel noch hell. Schließlich war Philipp oben. Anne saß im Dunkeln. Überall verstreut lagen Bücher. Auf dem Holzboden schimmerte wie immer der Buchstabe M im Zwielicht. Das M stand für Morgen. Aber die Fee Morgan selbst war nicht zu sehen. »Wo Morgan wohl steckt?«, fragte Philipp. »Vielleicht ist sie ja in der Bücherei, um noch mehr Bücher zu holen«, vermutete Anne. »Wir kommen doch gerade aus der Bücherei, dann hätten wir sie doch sehen müssen«, wandte Philipp ein. »Außerdem ist die Bücherei jetzt auch zu.« »Quiek!« Eine kleine Maus kam hinter einem der Bücherstapel hervor und rannte zu dem schimmernden M auf dem Fußboden. »Huch«, rief Anne. Die Maus saß mitten auf dem M und sah zu Philipp und Anne empor. »Ach, ist die süß«, rief Anne. Das musste Philipp zugeben. Die Maus war wirklich süß. Sie hatte ein braun-weißes Fell und große dunkle Augen. Anne streckte langsam ihre Hand aus. Die Maus bewegte sich nicht. Anne tätschelte mit einem Finger den kleinen Mäusekopf. »Hallo Mimi«, sagte sie. »Ich darf dich doch Mimi nennen.« »Oh Mann«, stöhnte Philipp. »Weißt du vielleicht, wo Morgen hin ist?«, fragte Anne die Maus. »Quiek!« »Du spinnst ja, Anne«, sagte Philipp. »Nur weil diese Maus hier im Baumhaus ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch Zauberkräfte hat. Das ist eine stinknormale alte Maus, die hier reingeklettert ist. Nichts weiter.«
Philipp sah sich um und entdeckte ein Blatt Papier auf dem Boden. »Was ist das?« fragte er. »Was ist was?« fragte Anne zurück. Philipp hob das Stück Papier auf. Es war beschrieben. »Oh Mann«, flüstert er, nachdem er den Zettel gelesen hatte. »Was ist los?« fragte Anne. »Eine Nachricht«, antwortete Philipp. »Von morgen. Ich fürchte, sie steckt in großen Schwierigkeiten.« Das offene Buch. Philipp zeigte Anne den Zettel, darauf stand: »Helft mir verzaubert findet 4 Dien. .. »Oh je«, sagte Anne. »Wir müssen ihr unbedingt helfen, aber was soll denn Dien heißen?« »Vielleicht wollte sie ja Dinge schreiben«, vermutet Philipp. »Ob sie beim Schreiben wohl unterbrochen wurde? Vielleicht wurde sie weggezaubert oder so etwas Ähnliches«, meinte Anne. »Kann sein«, stimmte ihr Philipp zu. »Ob sie uns wohl noch weitere Hinweise hier gelassen hat?« Er sah sich im Baumhaus um. »Sieh doch«, flüsterte Anne und deutete auf ein Buch in der Ecke. »Das ist das einzige aufgeschlagene Buch«, sagte sie. Philipp sah sich noch einmal um. Anne hatte recht. Ihm lief ein Schauer über den Rücken. Philipp lief zum Buch rüber, hob es auf und ging damit zum Fenster. Das Licht der untergehenden Sonne schien golden auf die aufgeschlagene Seite. Philipp starrte auf das Bild. Darauf waren Bäume mit weißen Blüten. Die Bäume standen an einem Berghang. In der Nähe floss ein breiter, wilder Fluss. Es waren auch 2 Menschen auf dem Bild. Sie trugen dunkle Kleidung. Vor ihren Gesichtern hatten sie dunkle Tücher und auf dem Rücken trugen sie ein langes Schwert. »Oh Mann«, flüsterte Philipp. »Wer sind die denn?« fragte Anne. »Ninjas, glaube ich«, antwortete Philipp. »Ninjas? Echt?« »Morgen hat das Buch sicherlich aus einem bestimmten Grund aufgeschlagen«, vermutete Philipp. »Vielleicht ist sie dorthin gezaubert worden«, meinte Anne. »Oder das ist der Ort, an dem wir die 4 Dinge finden«, entgegnete Philipp. »Lass uns losgehen«, forderte Anne. »Jetzt?«, fragte Philipp. »Klar, morgen sind Schwierigkeiten. Sie braucht uns jetzt«, erwiderte Anne. »Aber wir sollen das Buch erst einmal lesen«, wandte Philipp ein, »damit wir uns vorbereiten können.« »Nein«, widersprach Anne, »jede Sekunde zählt.« Sie nahm Philipp das Buch aus der Hand. »Gib es wieder her«, sagte er. »Wir müssen erst mehr über diesen Ort herausfinden.« Anne hielt das Buch außerhalb seiner Reichweite. »Das finden wir heraus, wenn wir dort sind«, sagte sie. »Wir wissen ja nicht einmal, wo dort ist«, meinte Philipp. Aber Anne deutete ungerührt auf das Bild und sagte, »Ich wünschte, wir wären dort.« Die Blätter der Eiche begannen zu zittern. »Quiek!« »Hab keine Angst, Mimi«, sagte Anne. Sie hob die Maus hoch und setzte sie in die Tasche ihres Sweatshirts. Wind kam auf. Es blies immer stärker. Das Baumhaus begann sich zu drehen. Schneller und immer schneller. Philipp machte die Augen zu. Dann war wieder alles still. Totenstill. Nur fließendes Wasser war zu hören. Echte Ninjas. Philipp öffnete seine Augen wieder. Anne sah schon aus dem Fenster. Die Maus lugte aus ihrer Tasche. Philipp blickte auch aus dem Fenster. Die Luft war frisch und kühl. Das Baumhaus war jetzt in einem Baum voller weißer Blüten. Der Baum stand in einem Wäldchen am Hang eines Berges. In der Nähe rauschte ein wilder Fluss ins Tal. 2 Ninjas standen auf einem Felsen in der Nähe des Wassers. Sie schauten ins Tal hinunter. Einer der Ninjas war groß, der andere war klein. Beide trugen schwarze Hemden und Hosen. Um ihre Köpfe hatten sie schwarze Tücher gewickelt. Auf dem Rücken trugen sie Schwerter. Es sah genau so aus wie das Bild im Buch. Philipp kauerte sich unter das Fenster. »Sei vorsichtig, dass sie dich nicht sehen«, flüsterte er. »Warum denn?«, flüsterte Anne zurück. »Weil sie vielleicht denken, wir wären Feinde«, meinte Philipp. Anne kauerte sich neben ihn. Philipp rückte seine Brille zurecht.
Jetzt konnte er sich das Ninja-Buch anschauen. Er nahm das Buch, blätterte an den Anfang und begann zu lesen. Man weiß sehr wenig über die Schattenkrieger, die sich Ninjas nannten. Historiker nehmen an, dass es sie zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert in Japan gab. Männer und Frauen konnten Ninjas werden. Manchmal kämpften sie, um ihre Familien zu verteidigen. Manchmal wurden sie von Feldherren als Spione angeworben. »Oh Mann«, flüsterte Philipp, »wir sind in Japan, vor vielen 100 Jahren.« Philipp öffnete seinen Rucksack. Er holte sein Notizbuch und einen Stift heraus, denn er machte sich gerne Notizen. Er schrieb: Ninjas waren Krieger im alten Japan. »Philipp«, flüsterte Anne, »Sie schauen hier herauf. Ich glaube, Sie wissen, dass wir hier sind.« Philipp spähte über das Fensterbrett. Er blickte direkt in die Augen des großen Ninjas. »Lihi«, rief der Ninja und lief auf den Baum zu. Der andere Ninja folgte ihm. »Oh nein«, rief Anne, »wir müssen weg«, schrie Philipp. »Wo ist das Pennsylvania-Buch?« Die beiden Kinder suchten. Wo war das Buch über Pennsylvania bloß? Daran gibt es das Bild von dem Wald in Pepper Hill. Ohne das Buch konnte Anne und Philipp nicht nach Hause. »Es ist nirgends«, rief Anne. »Wir müssen etwas unternehmen«, rief Philipp. »Zieh schnell die Leiter hoch.« Die beiden griffen nach der Leiter und zogen sie, so schnell sie konnten, ins Baumhaus hoch. Aber der große Ninja sprang an den Baumstamm und kletterte am Stamm nach oben. Der kleine Ninja folgte ihm. Sie kletterten wie Katzen. Philipp und Anne kauerten sich in die Ecke. Die Ninjas kletterten ins Baumhaus. Keiner der beiden sagte ein einziges Wort. Gefangen. Die Ninjas streiften sich eiserne Bänder von den Händen. An den Bändern waren clownartige Spikes angebracht. »Damit sind sie also den Baum hochgeklettert«, flüsterte Anne ihrem Bruder zu. Die Ninjas starrten Anne und Philipp mit durchdringendem, dunklen Augen an. Der Rest ihrer Gesichter war von Tüchern verdeckt. Philipp erstarrte unter ihrem Blick, aber Anne war keineswegs erstarrt. Sie trat auf die beiden zu. »Hallo«, sagte sie freundlich. Die Ninjas grüßten nicht zurück. Sie waren völlig bewegungslos, genau wie Philipp. »Wir wollen unserer Freundin Morgen helfen«, erklärte Anne. Sie steckte ihnen die Nachricht von Morgen entgegen. Der große Ninja nahm den Zettel, betrachtete ihn und reichte ihn an den kleinen Ninja weiter. Die beiden Ninjas sahen einander an. Dann sahen sie Philipp und Anne an. Schließlich nickte der Kleinere und steckte den Zettel in die Tasche. »Könnt ihr uns helfen?« fragte Anne. Keiner der Ninjas sprach. Philipp wünschte, er könnte ihre Gesichter sehen. Er hatte keine Ahnung, was sie dachten. Der kleinere Ninja warf die Strickleiter wieder aus dem Baumhaus. Der größere deutete erst nach unten, dann auf Philipp und Anne. »Oh je«, dachte Philipp, »werden wir jetzt etwa gefangen genommen?« »Wir sollen mit euch kommen?« fragte Anne. »Wahnsinn«, dachte Philipp. »Ist Anne jetzt völlig übergeschnappt?« Der kleinere Ninja sauste die Leiter runter. Er hangelte sich nach unten, ohne dass seine Füße die Sprossen der Leiter berührten. Der Große machte es genauso. Philipp staunte. Diese Ninjas bewegen sich unglaublich schnell, fast wie Spinnen, die sich von ihren Netzen abseilen. »Wahnsinn«, staunte Anne. »Jetzt können wir verschwinden«, sagte Philipp. »Schnell!« Er sah sich suchend um. »Wo war nur dieses Pennsylvania-Buch?« »Komm, lass uns mit ihnen gehen, Philipp«, sagte Anne. »Nein, das ist kein Spiel«, Anne warnte Philipp. »Aber ich glaube, dass Sie etwas von Morgen wissen«, beharrte Anne. Sie kletterte aus dem Baumhaus. »Komm zurück«, rief Philipp. Aber es war schon zu spät. Philipp seufzte. »Warum passiert das bloß immer wieder?«, fragte er. »Komm schon, Philipp«, rief Anne von unten. Philipp steckte sein Notizbuch und das Ninja-Buch in seinen Rucksack. Er rückte seine Brille zurecht und kletterte dann auch die Leiter hinab.
Unten warteten Anne und die Ninjas. Die Sonne war hinter den Hügeln untergegangen. Am Himmel waren rote und goldene Streifen. Die Maus lugte aus Annes Tasche. »Keine Angst, Mimi«, flüsterte Anne. »Wir passen schon auf dich auf.« »Na klasse«, dachte Philipp. »Und wer passt auf uns auf?« Der kleinere Ninja hielt Philipps Arm mit der einen und Annes Arm mit der anderen Hand. Er führte sie durch die Dämmerung. Der große Ninja ging hinter ihnen. »Wo gehen wir hin?« fragte Philipp. Die Ninjas blieben am rauschenden Wasser des breiten Flusses stehen. Das Wasser donnerte ins Tal. Der kleinere Ninja sah Anne und Philipp an und ließ dann ihre Arme los. Er schob sie zum Fluss hin. »Sollen wir darüber?« fragte Anne. Der Ninja nickte. Dann stiegen die beiden Ninjas ins Wasser und wateten durch den Fluss. »Schnell, lass uns zum Baumhaus zurückrennen«, flüstert Philipp. »Nein, wir müssen mit ihnen gehen«, widersprach Anne. »Für morgen.« Philipp seufzte. Sie hatte recht. Anne griff nach Philipps Hand und gemeinsam gingen sie ins Wasser. »Ah!« schrien sie beide entsetzt und liefen wieder heraus. Es war das kälteste Wasser, das Philipp je gespürt hatte. Es war kälter als Eis. Es war so kalt, dass es auf der Haut brannte wie Feuer. »Da gehe ich nicht mehr rein«, sagte Anne zitternd. »Ich auch nicht. Da bekommt man ja einen Herzinfarkt«, sagte Philipp. Die beiden Ninjas sahen Philipp und Anne an. Dann kamen sie zurück. Der große Ninja ergriff Philipp. »Hilfe!« schrie Philipp. Aber der Ninja hob Philipp hoch und setzte ihn auf seine Schultern. Der kleinere Ninja setzte sich Anne auf die Schultern. Dann stiegen die beiden Ninjas wieder in den Fluss. Das wilde, eisige Wasser wirbelte um sie herum. Dem kleineren Ninja reichte es bis an die Hüfte. Aber die beiden Ninjas bewegten sich so gelassen durch den Fluss wie zwei Segelschiffe. Flammen im Nebel. Dann wurde das Wasser wieder flacher und sie erreichten das trockene Ufer. Die Ninjas setzten Anne und Philipp wieder ab. »Dankeschön«, sagte Anne. »Dankeschön«, sagte auch Philipp. »Quiek«, machte die Maus. Die Ninjas sagten gar nichts, sondern sahen sich um. Philipp schaute sich auch um. Der Vollmond stieg am Himmel hoch. Am Berghang lagen dunkle Felsen. Die Ninjas setzten sich wieder in Bewegung. Sie gingen schweigend zwischen den Felsen den Hang hinauf. Philipp und Anne folgten ihnen. Philipp hatte jetzt keine Angst mehr vor den Ninjas. Im Gegenteil, er mochte sie. Vielleicht konnten sie ihnen wirklich helfen, morgen zu finden. Die Ninjas bewegten sich lautlos, aber Anne und Philipp machten jede Menge Krach. Sie schnauften beim Erklimmen des felsigen Berghangs und ihre nassen Turnschuhe quietschten im Gehen. Plötzlich erstarrten die Ninjas. Philipp sah, wie ihre Augen hin und her blickten. Aus dem Tal unter ihnen drangen Stimmen herauf. Philipp erkannte flackernde Fackeln im Nebel. Die Ninjas gingen schneller. Philipp und Anne eilten ihnen nach. »Wer trägt diese Fackeln?« fragte Anne. Philipp war zu sehr außer Atem, um zu sprechen. Außerdem wusste er die Antwort auch nicht. Sie gelangten an einen Kiefernwald. Nachtvögel kreischten und der Wind knarrte in den Zweigen. Die Ninjas bewegten sich wie Geister durch den Wald. Zwischen Mondlicht und Schatten verschwanden sie und tauchten gleich wieder auf. Philipp und Anne hatten Mühe, Schritt zu halten. Schließlich blieben beide Ninjas stehen. Einer der Ninjas hob die Hand, als ob er sagen wollte, »Wartet!« Die beiden verschwanden im Schatten der Bäume und waren weg. »Wo sind die hin?« fragte Anne. »Keine Ahnung«, erwiderte Philipp. »Vielleicht steht hier im Buch etwas?« Er zog das Ninja-Buch aus dem Rucksack und blätterte, bis er das Bild einer Höhle fand. Im Licht des Vollmonds las er: Manchmal hielten die Ninjas Treffen ab, bei denen sie geheime Unternehmungen planten. »Oh Mann«, sagte Philipp, »ich wette, sie sind wieder in ihrer versteckten Höhle verschwunden.« Er holte sein Notizbuch und einen Stift heraus und schrieb auf:
Treffen in versteckten Höhlen. Philipp blätterte um und erblickte einen Ninja, der auf einer Matte saß. Philipp las: Ninjas bekamen ihre Befehle von dem Ninja-Meister. Der Meister war ein geheimnisvoller Weiser, der viele Geheimnisse der Natur kannte. Irre, flüsterte Philipp. In dem Augenblick kamen die beiden Ninjas zurück. Philipp steckte seine Bücher schnell wieder ein. Der kleinere Ninja winkte Anne und Philipp, ihm zu folgen. Im Schatten lag der Eingang zu einer Höhle. »Was ist da drin?« flüsterte Anne. »Der Ninja-Meister«, flüsterte Philipp zurück. »Der Schattenkrieger«. Philipp und Anne betraten die Höhle. Sie folgten den Ninjas durch die Dunkelheit. Der Hintergrund der Höhle war mit Dutzenden von Kerzen erleuchtet. Schatten tanzten an den Wänden. Im flackernden Licht erkannte Philipp eine dunkle Gestalt, die auf einer gewebten Matte saß. Der Ninja-Meister. Die Ninjas verbeugten sich vor dem Meister und traten dann zur Seite. Der Meister starrte Philipp an. »Setzen«, befahl er. Philipp und Anne setzten sich auf den harten, kalten Boden. Quiek! Die Maus steckte den Kopf aus Annes Tasche. »Ist schon gut, Mimi«, sagte Anne. Der Meister starrte die Maus einen Augenblick an. Dann wandte er sich an Philipp. »Wer seid ihr?« fragte er. »Ich bin Philipp und das ist meine Schwester Anne«, antwortete er. »Und woher kommt ihr?« fragte er. »Aus Pepper Hill, Pennsylvania«, antwortete Anne. »Warum seid ihr hier?« fragte er weiter. »Wir wollen unserer Freundin, der Fee Morgan, helfen«, erklärte Philipp. »Sie hat uns eine Nachricht dagelassen.« Anne deutete auf den kleineren Ninja. »Wir haben ihm die Nachricht vorhin übergeben.« »Du meinst ihr«, verbesserte sie der Ninja-Meister. »Und sie wird sie mir geben.« »Sie?« fragte Philipp und Anne gleichzeitig. Die Augen des weiblichen Ninjas funkelten. Philipp war sich sicher, dass sie lächelte. Der Meister las Morgens Nachricht. »Vielleicht kann ich euch ja helfen«, sagte er. »Aber vorher müsst ihr euch meiner Hilfe würdig erweisen.« In dem Moment erschien der große Ninja wieder. Er gab seinem Meister ein Zeichen. Der Meister stand auf und gab Anne Morgens Zettel zurück. »Wir müssen jetzt gehen«, sagte er. »Die Samurai sind schon nahe.« »Die Samurai?« fragte Philipp. Er wusste, dass die Samurai grimmige japanische Kämpfer waren. »Waren das die unten im Tal?« fragte Philipp. »Die mit den Fackeln?« »Ja«, antwortete der Meister. »Unsere Familie führt Krieg mit ihnen. Wir müssen weg, bevor sie uns finden.« »Aber ihr wolltet uns doch mit Morgen helfen«, erinnerte Anne ihn. Der Meister nahm sein Schwert. »Jetzt habe ich keine Zeit, ich muss gehen«, sagte er. »Können wir nicht mitkommen?« fragte Anne. »Nein, da wo wir hingehen, ist kein Platz für euch. Ihr müsst zurück zu eurem Baumhaus finden.« »Allein?« fragte Philipp. »Ja, ihr müsst allein gehen. Und nehmt euch vor den Samurai in Acht.« »Warum?« fragte Philipp. »Sie werden denken, dass ihr zu uns gehört«, antwortete der Meister. »Sie werden nicht lange fragen und sie werden kein Erbarmen zeigen.« »Oh je«, flüsterte Anne. »Aber ihr habt gesehen, wie Ninjas sich in der Natur bewegen. Das könnt ihr jetzt nachmachen.« »Aber wie?« fragte Philipp. »Denkt an 3 Dinge«, sagte der Meister. »An welche?« fragte Philipp. »Benutze die Natur, sei die Natur, folge der Natur.« »Das kann ich«, sagte Anne. Philipp sah sie an. »Wirklich?« Der Meister wandte sich an Philipp. »Euer Baumhaus liegt im Osten. In diese Richtung müsst ihr gehen.« »Wie denn?«, dachte Philipp. »Wie sollen wir wissen, wo Osten ist?« Aber noch ehe
erfragen konnte, verbeugte sich der Meister und verschwand im Schatten. Die beiden Ninjas führten Philipp und Anne aus der Höhle nach draußen ins helle Mondlicht. Der Größere deutet auf das Kiefernwäldchen. Dann verschwanden die beiden in der Dunkelheit. Philipp und Anne waren allein. Nach Osten. Philipp und Anne blieben lange regungslos stehen. Anne sprach als Erste. Tja, ich glaube, der große Ninja hat nach Osten gedeutet, meinte sie. In die Richtung sollen wir gehen. Warte mal, sagt Philipp. Ich muss erst noch was aufschreiben. Er zog sein Notizbuch heraus und im Schein des Mondlichts schrieb er: Benutzt die Natur, sei die Natur, folge der Natur. Schau mal. Sehe ich nicht so aus, als wäre ich ein Ninja? Flüstert Anne. Philipp sah sie an. Sie hatte sich die Kapuze ihres Sweatshirts über den Kopf gezogen und fest zugebunden. Sie sah wirklich aus wie ein Ninja. Ein sehr kleiner. Gute Idee, fand Philipp. Er setzte auch seine Kapuze auf. Okay, gehen wir, sagte Anne. Philipp steckte sein Notizbuch wieder ein. Dann gingen sie los, durch den Wald nach Osten. Sie schlichen zwischen Bäumen hindurch und noch mehr Bäume und noch mehr Bäume. Und alle Bäume sahen gleich aus. Philipp wurde unsicher. Gingen sie überhaupt noch in die richtige Richtung? Warte mal, sagte er. Anne blieb stehen. Sie sahen sich beide um. Meinst du, wir gehen überhaupt noch nach Osten? Ich glaube schon. Glauben nützt nichts. Wir müssen es sicher wissen. Aber wie denn? Wir haben doch keinen Kompass. In dem Augenblick erinnerte sich Philipp an die Worte des Meisters. Der Ninja-Meister hat gesagt, benutze die Natur. Und wie machen wir das? Fragte Anne. Warte, ich erinnere mich, dass er an etwas sagte, wie... Philipp schloss die Augen. Er hatte etwas in seinem Campingbuch gelesen. Was war das noch gleich? Er öffnete die Augen wieder. Ich weiß es. Wir brauchen einen Stock. Anne hob einen Stock auf. Hier, sagte sie. Gut, und jetzt brauchen wir eine Stelle mit Mondlicht. Dort, schlug Anne vor. Sie gingen zu der vom Mondlicht erhellten Stelle zwischen den Bäumen. Jetzt steckt den Stock in den Boden, verlangte Philipp. Anne steckte den Stock in die Erde. Der Schatten des Stocks ist länger als 15 Zentimeter, oder? Fragte Philipp. Sieht so aus. Okay, das bedeutet, dass der Schatten nach Osten deutet, sagte Philipp. Clever, lobte Anne. Also ist dort Osten. Philipp deutete in eine neue Richtung. Jetzt sind wir richtige Ninjas, sagte Anne. Ja, vielleicht, meinte Philipp. Lass uns gehen. Sie gingen weiter in Richtung Osten, wie sie hofften. Bald verließen sie das Kiefernwäldchen und gingen einen felsigen Berghang nach unten. Sie schlichen langsam von Felsen zu Felsen. Schließlich lehnten sie sich zum Ausruhen gegen einen großen Stein. Wir überprüfen besser noch einmal die Richtung, schlug Philipp vor. Anne steckte noch einen Zweig in die Erde. Da, sagte Philipp. Er deutete auf den Boden. Da lang. Anne spähte über den Felsen den Berg hinab. Oh je, flüstert sie. Philipp sah auch nach unten und ihm blieb fast das Herz stehen. Da kamen Fackeln den Berg herauf, die Samurai. Philipp und Anne duckten sich hinter den Felsen. Quiek, piepste die Maus. Still, Mimi, flüsterte Anne. Philipp griff in den Rucksack und zog das Ninja-Buch hervor. Ich hoffe, da steht etwas drin, was uns jetzt hilft, sagte er. Philipp blätterte, bis er fand, wonach er suchte. Es war das Bild von Kriegern, die eine Rüstung aus Bambus und Schwertern trugen. Er las: Die Samurai waren grimmige japanische Krieger. Sie trugen 2 Schwerter, mit denen sie ihre Feinde töteten. Anne tippte Philipp auf die Schulter und sah ihn an.
Sie deutete den Berg hinauf. Eine Gestalt kam auf sie zu. Sie war schon sehr nahe. Im Mondlicht glänzte ihre Bambusrüstung und die beiden Schwerter glitzerten. Es war ein Samurai-Krieger. Der Drachenfluss. Philipp und Anne kauerten sich zusammen. Die Samurai kamen von beiden Seiten. Sie saßen in der Falle. Philipp presste sich gegen den Felsen. Die Krieger kamen immer näher. Er sah nach rechts, er sah nach links. Philipp hielt den Atem an. »Sei die Natur«, flüsterte Anne. »Was?« Philipp flüsterte zurück. »Sei die Natur, sei ein Felsen.« »Oh Mann«, dachte Philipp, »das ist doch verrückt.« Aber er schloss die Augen und versuchte, ein Teil des Felsens zu werden. Philipp versuchte so regungslos wie ein Felsen zu sein, so hart wie ein Felsen und so ruhig wie ein Felsen. Bald fühlte er sich so stark wie ein Felsen, so sicher wie ein Felsen und am liebsten wäre er für immer ein Felsen geblieben. »Quiek«, piepste die Maus. »Er ist weg«, seufzte Anne. »Sie sind alle weg.« Philipp öffnete die Augen wieder. Der Samurai-Krieger war weg. Philipp stand auf und spähte über den Felsen. Die Fackeln waren nicht mehr zu sehen. »Lass uns gehen«, sagte Anne. Philipp schnaufte erleichtert. Er fühlte sich toll. Er wurde von Minute zu Minute mehr wie ein Ninja, vielleicht sogar wie ein Ninja-Meister. »Nach Osten«, sagte er. Also gingen sie weiter nach Osten, zwischen den Felsen, den Hang hinab, bis sie zu dem breiten, eiskalten Strom kamen. Das Wasser war noch wilder als vorhin. »Ich sehe unser Baumhaus nicht«, sagte Anne. Philipp schaute über den Fluss zu dem kleinen Wäldchen. Der Mond schien auf die blassen Blüten. »Ich sehe es auch nicht«, sagte er. »Aber wir müssen erst über den Fluss, dann suchen wir es.« Das Wasser brauste und rauschte über die Felsen. »Quiek«, die Maus streckte den Kopf aus der Tasche. »Hab keine Angst«, sagte Anne. Sie streichelte den Kopf der Maus. »Sei wie wir. Sei auch wie ein Ninja.« »Komm, wir gehen«, sagte Philipp. Er holte tief Luft und machte einen Schritt in den Fluss. Das eisige, kalte Wasser reichte ihm bis ans Knie, und die starke Strömung stieß ihn um. Philipp griff schnell nach den Pflanzen am Ufer und hielt sich fest, während das Wasser um ihn herumwirbelte. Es war eiskalt. »Philipp«, schrie Anne. Sie packte Philipps Arme und half ihm zurück ans Ufer. »Das war aber knapp«, schnaufte sie. Philipp putzte seine Brille. Zum Glück war sie nicht ins Wasser gefallen. »Geht es dir gut?« fragte Anne. Philipp schüttelte den Kopf und klapperte mit den Zähnen. Er war völlig durchgefroren. »Da kommen wir nie rüber«, sagte Anne. »Wir ertrinken, wenn wir es versuchen.« »Oder erfrieren«, stotterte Philipp. Er setzte seine Kapuze ab. Er fühlte sich gar nicht mehr wie ein Ninja. Anne setzte ihre Kapuze auch wieder ab. Sie seufzte. »Was sollen wir jetzt nur tun?« fragte sie. »Quiek«. Mimi kletterte aus Annes Sweatshirt und sprang auf die Erde. Die Maus lief davon. »Mimi, komm zurück«, rief Anne. »Nein«, meinte Philipp, »wir müssen Mimi folgen.« »Warum?«, fragte Anne. »Wir müssen doch tun, was der Ninja-Meister gesagt hat. Folge der Natur«, erinnerte Philipp seine Schwester. »Richtig«, sagte Anne. »Folgen wir Mimi. Aber wo ist sie denn?« Im Mondlicht entdeckte Philipp die kleine Maus. Sie rannte durch das Gras am Ufer entlang. »Dort«, rief er. »Komm.« Anne lief Philipp hinterher und Philipp lief hinter Mimi her. Sie rannten am wilden, rauschenden Fluss entlang. Ein dicker Ast war über eine Stelle gefallen, an der Fluss schmaler war. »Mimi läuft über eine Brücke«, sagte Anne und wollte ihr nachlaufen. »Halt«, schrie Philipp. »Wir können nicht über diesen Ast gehen. Er ist zu dünn. Er wird brechen.« Wie eine Maus. Die Maus verschwand im hohen Gras am anderen Ufer. Philipp und Anne starrten auf den Ast. »Wir müssen es versuchen«, sagte Anne schließlich.
Wir sollen doch der Natur folgen. Das geht nicht, beharrte Philipp. Er ist zu dünn. Er wird sofort brechen. Vielleicht geht es ja, wenn wir so tun, als wären wir Mäuse, schlug Anne vor. Oh Mann, stöhnte Philipp. Nicht schon wieder. Wenn du ein Felsen sein konntest, dann kannst du auch eine Maus sein, sagte Anne. Sei einfach winzig und leicht und schnell. Philipp holte tief Luft. Wir müssen es tun, sagte Anne eindringlich. Na gut, gab Philipp nach. Sag Quiek, verlangte Anne. Du spinnst ja, sagte Philipp. Tu es einfach. Dann fällt es dir leichter, eine Maus zu sein. Na gut, sagte er. Quiek! Quiek, piepste Anne. Quiek, 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 machten sie zusammen. Dann mal los, sagte Anne. Philipp betrat den Ast. Ich bin klein, ich bin leicht, ich bin schnell, dachte er. Dann flitzte er über den Ast. Philipp bewegte sich so schnell, dass er an gar nichts anderes dachte, als daran, auf die andere Seite zu gelangen. Er vergaß das wilde, eisige Wasser, er vergaß, wie dünn der Ast war, und dann war er schon auf der anderen Seite. Anne schaffte es auch. Sie lachten und ließen sich ins Gras plumpsen. »Siehst du? Siehst du? Der Ast ist nicht gebrochen«, rief Anne. »Wahrscheinlich war der Ast doch dick genug«, gab Philipp zu. »Wahrscheinlich mussten wir es nur anders anpacken.« »Es auf die Mimi-Art anpacken«, verbesserte ihn Anne. »Stimmt«, gab Philipp lächelnd zu. Er fühlte sich einfach toll. Er war immer noch nass, weil er ja in den Fluss gefallen war, aber das machte ihm gar nichts mehr aus. Philipp rückte seine Brille zurecht und stand auf. »Okay, jetzt müssen wir das Baumhaus suchen«, sagte er. »Müssen wir nicht«, widersprach Anne. Sie deutete nach oben. Das Baumhaus hob sich gegen den mondhellen Himmel ab. Hoch oben im Baum, umgeben von weißen Blüten. In der Ferne waren Stimmen zu hören. Dann sah Philipp die Fackeln. Die Samurai kommen zurück. Wir müssen hier weg. »Wo ist Mimi?« fragte Anne. »Wir können doch nicht ohne Mimi gehen.« »Wir müssen«, sagte Philipp. Die Stimmen der Samurai kamen immer näher, ihre Fackeln auch. »Komm schon«, drängte Philipp. Er ergriff Annes Hand und zog sie zur Strickleiter. »Ach, Philipp«, sagte sie traurig. »Geh schon, geh!« Philipp kletterte hinterher. Er war auch traurig. Er mochte die kleine Maus jetzt auch, sehr sogar. Sie kletterten immer höher. Kurz bevor sie oben waren, hörte Philipp es. »Quiek!« »Hey«, rief Anne, »Mimi ist schon oben.« Anne und Philipp kletterten ins Baumhaus. Dann hielt Philipp vor Schreck die Luft an. Da war ja noch jemand im Baumhaus. Eine schwarze Gestalt saß in der Ecke. »Das habt ihr sehr gut gemacht«, lobte die Gestalt. »Es war der Ninja-Meister. Ihr habt die Regeln der Ninja-Meisters befolgt«, sagte er. »Oh Mann«, flüsterte Philipp. Der Meister hielt Mimi auf der ausgestreckten Hand. »Passt gut auf euren kleinen Helfer auf«, sagte er und reichte Anne die Maus. Anne küsste die kleine Maus auf den Kopf. »Und nehmt das hier«, sagte der Meister. Er streckte Philipp seine Hand entgegen und gab ihm einen kleinen runden Stein. »Dieser Mondstein wird euch helfen, eure verschwundene Freundin wiederzufinden«, erklärte er. Philipp betrachtete den Stein. »War das schon eins der 4 Dinge?« »Ihr müsst jetzt nach Hause«, sagte der Meister. Er hob das Pennsylvania-Buch auf und reichte es Anne. »Wo haben Sie das denn gefunden?«, fragte Philipp. »Hier«, antwortete der Meister. »Ihr habt es vorher nicht sehen können, weil ihr in euren Herzen wusstet, dass ihr erst eure Aufgabe erfüllen müsst.« »Was ist mit Ihnen?«, fragte Anne. »Können Sie nicht mit uns kommen?« »Ja«, bat Philipp. »Wir brauchen Hilfe, um morgen zu finden.« Der Meister lächelte. »Nein, meine Freunde, ich muss hier bleiben. Ihr werdet andere Hilfe finden, aber den Weg müsst ihr selbst suchen.« Anne schlug das Buch auf. Sie fand das Bild von Pepper Hill und deutete darauf. »Ich wünschte, wir wären dort«, sagte sie. Der Wind fing an zu wehen. Die weißen Blüten begannen zu zittern. Wolken verdunkelten den Mond.
Vergesst nie, ein freundliches Herz zu behalten, riet der Ninja-Meister. Dann kletterte er schweigend die Strickleiter hinab und verschwand in der dunklen Nacht. »Warten Sie«, rief Philipp. Es gab noch so viel, was er den Ninja-Meister fragen wollte. Über die Natur, über Ninjas, über ihre Aufgabe. Aber das Baumhaus begann sich zu drehen. Es drehte sich schneller und immer schneller. Philipp umklammerte den Stein in seiner Hand und machte die Augen zu. Dann war wieder alles still. Totenstill. »Gute Nacht, Mimi.« Philipp öffnete die Augen. Dann öffnete er seine Faust. Er betrachtete den Mondstein. Er war durchsichtig und glatt und schien fast zu leuchten. »Wir sind zu Hause«, sagte Anne. »Quiek!« Anne und die Maus sahen aus dem Fenster. Philipp trat zu ihnen. Am Horizont ging die Sonne unter. Hier in Pepper Hill war keine Zeit vergangen. Henry, der Nachbarshund, bellte und die Grillen zirpten. In der Ferne sahen sie ihren Vater, der gerade vor die Tür trat. Er stand jetzt auf der Veranda. »Philipp, Anne«, rief er, »Essenszeit.« »Wir kommen«, rief Anne zurück. Philipp saß in der Hocke und betrachtete noch einmal den runden Stein. »Ich glaube, jetzt haben wir schon eins der 4 Dinge«, meinte er. »Die anderen 3 suchen wir morgen«, schlug Anne vor. Philipp nickte. Sie hatten noch eine Menge zu tun. Er steckte den Mondstein in die Tasche und setzte seinen Rucksack auf. »Fertig?« fragte er. »Warte mal«, sagte Anne. Sie zog einen ihrer Turnschuhe und einen Strumpf aus. Dann zog sie den Turnschuh wieder an. »Was machst du denn da?« fragte Philipp. »Ein Bett«, antwortete Anne. »Ein was?« »Ein Bett, du weißt schon, für Mimi, zum Schlafen.« Anne nahm die Maus und steckte sie in den Strumpf. »Gute Nacht, Mimi«, sagte sie leise. »Oh Mann«, stöhnte Philipp. Anne hielt ihrem Bruder die Maus hin. »Gibst du Philipp einen Gute-Nacht-Kuss?« fragte sie. »Sei nicht albern«, schimpfte Philipp. »Lass uns endlich gehen.« »Danke für deine Hilfe«, sagte Anne zu der Maus. Sie setzte Mimi vorsichtig auf das schimmernde M. Dann zog sie Morgens Zettel aus der Tasche und legte ihn neben die Maus. »Bis morgen«, sagte sie und kletterte die Leiter hinab. Philipp sah die Maus an und sie blickte ihn an. Für einen Augenblick sahen ihre dunklen Augen alt und weise aus. »Komm schon, Philipp«, rief Anne. Philipp küsste die Maus auf den kleinen Kopf. »Gute Nacht, Mimi«, flüsterte er. Dann stieg er auch die Strickleiter nach unten. Während er kletterte, wurde es immer dunkler. Bis er unten war, war es pechschwarz. »Wo bist du?« fragte Philipp. »Hier«, antwortete Anne und reichte ihm ihre Hand. Er nahm sie. »Vorsichtig«, sagte er. »Sei selber vorsichtig«, sagte Anne. Dann gingen sie zusammen durch den kühlen, dunklen Wald. Sie bewegten sich lautlos und schnell, wie 2 Schattenkrieger auf dem Weg nach Hause.